Hi und willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir und zwar Senchili. Willkommen, meine Freunde. Hallo Roman. Hi, wir haben uns heute hier bei mir eingefunden, weil wir eigentlich eine CPU von ihm geköpft haben und zwar einen 4770K für seinen Retro-PC. Exakt. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall das Video vom 4770K Overclocking. Ganz genau. Was haben wir heute vor? Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal was, wie üblich, etwas Spezielles. So kennt ihr das ja von meinem Kanal. Und zwar wollte ich ihm einfach mal zeigen, wie gut eigentlich aktuell Hardware-Abschaltungen funktionieren, beziehungsweise Sicherheitsschaltungen. Was passiert, wenn ich zum Beispiel im laufenden Betrieb bei einem 8700K den Kühler abnehme oder wenn ich einen 8700K ohne Kühler starte. Wie lange funktioniert das? Was kann ich machen? Weil ich persönlich muss sagen, ich habe sehr viel Vertrauen in die Sicherheitsabschaltungen heutzutage von den CPUs. Wir haben es extra vorher nicht getestet. Er hat mich noch gefragt, wollen wir nicht vorher irgendwie noch so einen Probelauf machen? Aber dann habe ich gesagt, nee, eigentlich bin ich mir sicher, dass da nichts passiert. Frei nach dem Motto, no risk, no fun. Ja, und sollte doch was schief gehen, dann wird es wenigstens lustig. Gut. Hardwarebasis ist ein Asus Maximus 10 Hero mit einem i7 8700K. Die CPU ist geköpft, was eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt, weil es ist einfach so, der Wärmeübergang zwischen Heatspreader und CPU ist dementsprechend ja ein bisschen besser. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kühler abnehmen, dann wird einfach der Heatspreader ein bisschen wärmer, als wenn wir jetzt die Standard-Wärmeleitpaste drauf hätten. Arbeitsspeicherkit war ein G-Skill Trident Z RGB und dann haben wir noch eine kleine Capture Card drauf. Ganz genau. Und ihr seht, der Kühler ist jetzt nicht professionell festgemacht, sondern steht nur drauf und ist, ehrlich gesagt, schon echt schön warm, wenn du mal deine Hand drauf legst. Ja, ist schon gut durchgewärmt. Also Ja. wir sitzen auch schon, glaube ich, jetzt 10 Minuten hier. Genau. Das System ist auch im Windows aktiv. Und ich würde sagen, du nimmst jetzt einfach mal, beziehungsweise mach erstmal CPU-Z einfach mal auf. Zur Verdeutlichung, dass wir auch einen 8700K haben. Genau, also läuft jetzt Stock, ist jetzt auch nicht übertaktet. Wir wollen es ja jetzt mal erstmal nicht übertreiben. 8700K, aktuell 4,7 GHz. Genau. Kannst du mal rechte Maustaste reinklicken, dann sehen wir auch, dass die 4.7 auch bei allen Kernen anliegen. Genau. Wie bei Asus Mainboards üblich. Und jetzt würde ich sagen, nimmst du einfach mal den CPU-Kühler runter. Die Temperaturen sehen wir ja nebendran. Genau, nehmen wir einfach runter. Kann man machen. Genau. Ist doch schön warm, also Ja. schöne Handwärme im Winter. Und parallel dazu haben wir natürlich jetzt hier auch zu sehen die Temperaturen und es geht stetig nach oben. Aber es ist überraschend, also die meisten Leute denken dann direkt irgendwie, die CPU Peng. würde sofort durchbrennen Ja. oder sowas, aber es passiert jetzt erstmal nicht viel. Also es geht Genau. jetzt halt langsam nach oben. Und eigentlich müsste dann die CPU anfangen, sich runter zu takten, wenn es jetzt irgendwie so 105 Grad Celsius erreicht. Und dann wird die CPU aber merken, dass sie dadurch auch nicht viel weiterkommt. Um dich kurz zu unterbrechen, er war schon kurzzeitig dabei, um das Ganze auf 4,3 GHz zu Okay. reduzieren. Mhm. Können wir auch parallel nochmal schauen, ob er das überall macht und das macht er. Zwar etwas unterschiedlich, aber da greift der Schutzmechanismus sozusagen. Ja, aber er läuft immer noch. Noch. Wobei natürlich schon 100 Grad schön warm sind. Also, naja, man kann sich jetzt nicht die Hand wärmen dran, aber ist warm. Wir können tatsächlich, ich habe auch ein Thermometer hier. Ich würde sagen, gib mir mal kurz 30 Sekunden, dann messen wir mal die Heatspreader-Temperatur. So, Thermometer gefunden. CPU läuft immer noch, also gefühlt schon eine Minute. Du kannst Ich das halte das mal mal halten. in- Ich halte das mal auf In die andere Kamera. so ins Zentrum vom Heatspreader. Was haben wir denn für Temperaturen? 93,6. 93 Und Grad. steigend. 94, 95, 95 einpendelnd, 95,5, 6, 7, 9, 96. Das ist schon warm, würde ich sagen. Ist schon angenehm warm, ja. Aber es läuft immer noch. Also wir sind jetzt mittlerweile, ich würde sagen, bei knapp 2 Minuten, dass das Richtig. System komplett ohne Kühler läuft. Also ist jetzt natürlich ohne Last im Windows, aber trotzdem, CPU taktet aktuell bei 2,4 Ja. Gigahertz auf allen Kernen. Das ist immer noch relativ viel. Also ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es sich so nach 30 Sekunden abschaltet, weil es zu warm wird. Aber lustigerweise, Hätte ich so gedacht, noch früher, dass es sich Ja. abschaltet. Ja, die Spannung wurde auch drastisch reduziert, ne, auf 0,8 Volt. ja. Also ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht mit dem Finger drauf fassen, es wird mir dann glaub, wahrscheinlich ein bisschen zu warm. Ja, jetzt ist er auch runter auf 2,2 GHz, 2 GHz, 1,8, 1,5. Jetzt hat er, glaube ich, die Grenze erreicht. Und das sind natürlich auch so die besten Taktwerte, die man sich wünscht von einer CPU, ne? Ja. Richtig geil.
Also, so wie ich das sehe, brauchen wir überhaupt gar keinen CPU-Kühler für die Zukunft, sondern wir bauen das Mainboard einfach nur noch so ein. Es sieht auch schön aus, oder? Gerade mit deiner Version, mit dem Logo. Sieht echt geil aus. Kann man so machen. Langzeit approved von uns beiden. Aber ich glaube, über die 100 Ich habe waren wir schon. so das Gefühl, dass es sich eingependelt hat, dass wir nicht mehr... dass wir nicht mehr über 100 kommen. Also er hat sich ja zwischendurch auch... Also er ist heruntergegangen bis auf 1,5 GHz und dann aber wieder hoch, teilweise auf 2,7 hat er sich wieder hoch. Jetzt taktet er sich wieder runter. Aber jetzt wirst du gleich sehen, dann wird er wieder kühler und dann taktet er sich wieder hoch. Ja. Aber weit über die 100 Grad kommen wir nicht. Zeigt aber auch, wie gut die CPU geköpft ist, weil wenn wir Kerntemperatur von 100 Grad haben und haben Heatsparer-Temperatur von 97 Grad, ist es gar nicht mal so schlecht. Gar nicht so schlecht, das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ja gut, also ich meine, so wie ich das sehe, kommen wir hier zu nichts. Also die CPU scheint es nicht zu interessieren. Und was ist, wenn wir jetzt noch Cinebench anmachen? Genau, das wäre meine Frage. Ich würde sagen, du startest jetzt einfach mal Cinebench. Ich zeige natürlich auch hier nochmal ein bisschen die Temperatur und drücke dann auf Run. Ist rasend schnell. Ja, jetzt hat er auf 800 MHz runtergetaktet. Wow. Der läuft, ja. Ja, mit einer wahnsinnig krassen Performance. Aber ich muss sagen, ich bin etwas verblüfft. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Also die CPU läuft jetzt auf 800 MHz bei 0,6 Volt, also viel weniger geht wahrscheinlich nicht, weil ich weiß auch, dass der Minimum-Multiplier bei der CPU sind 8. Das heißt, die CPU kann sich nicht niedriger takten. Und auch spannungstechnisch sind wir jetzt bei 0,7 Volt, 0,6, sowas in der Richtung. Viel niedriger wird die CPU auch nicht gehen, weil sie dann schlicht und einfach sofort ausgehen würde. Richtig. Da wäre die Spannung zu niedrig. Aber... Das heißt aber resultierend daran aus, dass wir gar nicht jetzt 3 Jahre warten müssen, bis es ausgeht, weil es gar nicht passieren wird. Die Befürchtung habe ich gerade, ja. Also ich bin auch relativ überrascht. Also ich habe gedacht, ehrlich gesagt, dass wenn wir jetzt Cinebench anmachen, dass dann die Leistungsaufnahme plötzlich so hoch wird, dass er das nicht mehr ausregulieren kann mit Taktsenken und mit Spannungssenken und es ihm dann einfach zu viel wird und er ja einfach ausgeht. Aber ist wohl nicht so, hätte ich jetzt pauschal gesagt. Wir werden natürlich hier keinen Overclocking-Rekord brechen, aber vielleicht den jemals niedrigsten gemessenen Wert für einen 8700K. Ich habe so das Gefühl, wir werden so bei 50 Punkten landen, sowas in der Richtung, oder 20. Unterhalb des schlechtesten Core i3, Core i5 laut Cinebench mit 214 Punkten. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, deswegen würde ich sagen, spulen wir so weit vor, bis wir durch sind. Und wenn irgendwas passiert, machen wir natürlich gleich den Jump Cut rein. Wow. Krass, okay. Ich würde sagen, damit schwenken wir auch schon wieder direkt zum Ergebnis. Und zwar wahnwitzige 125 Punkte. Ist geil, ne? Ja, also ich würde ja vorschlagen, wir machen jetzt noch den Single-Threaded-Test im Cinebench, aber ich glaube, wir lassen das lieber, weil der aus Erfahrung dauert ja schon sehr, sehr lange. Das heißt, wenn der fertig wäre, werden wir alt sein. Und ja, ich meine, wir wollten ja nachher noch Pizza essen gehen, aber so lange wollte ich es so nicht laufen lassen. Aber es ist krass. Es ist absolut beeindruckend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt, es ist alles, ich hätte alles andere erwartet, aber nicht das. Ich habe gedacht, es läuft schon relativ lange, weil ich das schon oft gemacht habe, dass ich einfach, wenn ich jetzt einfach nur kurz was im BIOS einstellen will, dann bin ich manchmal zu faul, einen CPU-Kühler draufzubauen. Oh aber nein. aber man sieht ja eben auf der rechten Seite, zum Beispiel beim Asus BIOS, immer die CPU-Temperaturanzeige. Richtig. Und dann sehe ich ja, okay, die hat jetzt 60 Grad, 65, 70, dann weiß ich, okay, ist alles okay, kein Problem. Und dann stelle ich eben schnell die Sachen ein, speichere ab und dann mache ich es wieder aus. Das habe ich schon häufiger gemacht, aber da reden wir halt von 30 Sekunden und nicht von maximal einer Minute, aber jetzt nicht hier 10 Minuten Cinebench laufen lassen. Also, und vor allem das Lustige ist ja, also jetzt ist der Cinebench durch und jetzt fängt er wieder an hochzutakten. Wir sind also schon bei 1 GHz Grad gewesen. Ja. Und die Heatsparer-Temperatur ist immer noch bei geschmeidigen 96 Grad Celsius. Genau, also optimale Temperatur. So. Es ist natürlich auch die Frage, ob das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Köpfen zu tun hat, weil dann natürlich mehr Spielraum nach oben ist, weil die Wärme ein bisschen besser an den Heatsparer abgegeben werden kann. Vielleicht funktioniert es nicht so gut, wenn die CPU nicht geköpft ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Wir haben auch gerade keine nicht geköpfte da, oder? Leider nein. Na gut. Sowas habe ich leider nicht. Was ein Wunder. Ja.
Ja, aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall sehr interessant für uns beide. Haben wir beide nicht erwartet. Nee. Also ich hätte ja erwartet 20 Sekunden und dann Rechner aus. Scheint wohl irgendwie nicht so der Fall zu sein. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt noch tun könnte, großartig, um die CPU dazu zu bewegen, auszuschalten. Außer übertakten. Aber das Ding ist, natürlich, wenn ich jetzt anfangen würde zu übertakten, dann ist es ja so, dass er trotzdem die CPU letztendlich runterregelt von der Spannung und von dem Takt und wir landen wieder beim gleichen Ergebnis wie vorher. Das heißt, übertakten bringt jetzt nicht so viel. Würde eigentlich auch keinen Sinn machen. Nee. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon durch mit der Geschichte. War auf jeden Fall sehr interessant. Absolut Witzig, überraschend. ja. Also, ich will es jetzt euch nicht empfehlen, aber ich kann wahrscheinlich sagen, wenn ich jetzt den nächsten PC mal kurz testen will, dann kann ich das vielleicht auch ohne ruhigem Gewissen machen, ohne so einen schönen CPU-Kühler fein zu installieren. Genau. Schaut auf jeden Fall bei Zenchili auf dem Kanal vorbei. Den Link findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.